merkst, du bist nicht mehr ständig im Überlebensmodus. Du atmest tiefer. Der Gegner versucht es zwar immer noch, aber du bleibst einfach stehen. Machst weiter mit festem Blick. Bist um ein Vielfaches gestärkter mit Gott, mit Jesus und auch mit der Wahrheit. Du stehst mit beiden Beinen stabil am Boden, wie ein starker Boxer. Paulus gab tiefe Einblicke in eine Welt, die den meisten Menschen verborgen bleibt. Er sagte, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen die Mächte des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren dieser Welt ihr unheilvolles Wesen treiben. Epheser 6, Vers 12. Aha, unsichtbare Geistermächte also. Die meisten Menschen würden das nicht glauben. Woran erkennst du, dass der geistige Kampf für eine gewisse Zeit vorüber ist und eine Art Durchbruch gekommen ist? Hier sind die 7 häufigsten geistlichen Anzeichen, die oft spürbar werden, wenn du von Gott in einen neuen Raum geführt wirst. Erstens, tiefe Ruhe im Herzen ohne äußeren Grund. Du wachst auf und nichts hat sich geändert, aber du bist auf einmal innerlich ruhig und gelassen. Kein Druck, kein Drängen, keine Eile mehr. Nur ein inneres, es ist okay, es ist gut so. Das ist kein Gefühl, das ist der Frieden Gottes, der von Gott kommt, gemäß Philipper 4, Vers 7. Punkt 2. Klarheit im Denken. Plötzlich verstehst du, was dich vorher verwirrt hat, wie wenn ein Schleier dir von den Augen genommen wird. Du verstehst jetzt die Zusammenhänge besser, entlarvst Lügen, hörst die Stimme Gottes schneller und klarer. Du kannst die Wahrheit von der Lüge viel besser auf einmal unterscheiden und das gibt dir einen inneren Halt und ein gutes Gefühl. Drittens, das Gebet ist nicht mehr mühsam, sondern es fließt. Du haderst nicht mehr mit dir und mit Gott und musst auch nicht mehr dich zwingen zum Beten. Es ist keine Last, sondern ein tiefes inneres Verlangen, eine Freude, zu Gott zu beten. Es überkommt dich oft, einfach so und mehrfach am Tag sogar, wie ein innerer Wasserstrom, manchmal in Worten, manchmal auch unter Tränen und manchmal einfach nur in der Stille. Aber es umgibt dich stets eine Leichtigkeit mit deinen Gebeten zu Gott. Punkt 4. Die richtigen Worte kommen einfach im Gespräch mit anderen, ohne dass du darüber nachdenken musst. Du redest mit jemandem und merkst auf einmal, das bin ich nicht alleine. Hier ist noch etwas anderes, etwas Gutes in mir. Du spürst auf einmal, du wirst gebraucht, um anderen zu helfen. Mit genau der Weisheit, die du im Kampf gelernt hast. Die Weisheit von oben, aber gespickt mit deiner Erfahrung. Einfach wunderbar und absolut sinnstiftend. Punkt 5. Veränderung im Körper, oft als Anzeichen. Die Haut ist oft auch ein Indikator für Veränderungen, sowohl im negativen als auch im positiven Sinne. Deine Haut kann sich wieder beruhigen. Dein Schlaf wird tiefer. Du brauchst weniger Reizausgleich wie Zucker, Alkohol oder Netflix-Serien. Die Haut beispielsweise ist Teil deines ganzen Systems. Sie spiegelt oft das wider, was dein Körper oder deine Seele nicht mehr tragen können. Wenn also die Haare und die Haut heilen, ist das ein sehr gutes Anzeichen, dass der Druck weniger wird und der Strom wieder richtig fließt. Die Abwehr ruht, der Kampf ist gewichen und gibt jetzt Raum für Heilung. Aber nicht immer ist der Körper das letzte Zeichen. Ganz im Gegenteil, manchmal heilt die Seele tatsächlich zuerst und der Körper zieht dann einfach nach. Punkt 6. Angriffe werden seltener und schwächer. Was dich früher stark herausgefordert hat, vielleicht sogar aus der Bahn geworfen hat, trifft dich nun viel, viel weniger. Es hat seinen Reiz und seine Kraft verloren. Wir meinen diese Angriffe. Der Gegner versucht es zwar immer noch, aber du bleibst einfach stehen, machst weiter mit festem Blick, bist um ein Vielfaches gestärkter mit Gott, mit Jesus und auch mit der Wahrheit. Du stehst mit beiden Beinen stabil am Boden, wie ein starker Boxer. Punkt 7. Dankbarkeit statt ständige Anpassungen. Du merkst, du bist nicht mehr ständig im Überlebensmodus. Du atmest anders, du atmest tiefer.
Du freust dich über kleine Dinge. Du bist mehr du und kannst dadurch auch mehr bei anderen sein. In diesem Level kannst du viel Gutes zurückgeben.